time traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest time. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sub-Zero's festival. The Sub-Zero's festival! Have we finally escaped from the Sub-Zero Samsara? Ein Ton ist aus, ja. Wie ich jetzt ein Ton ist aus vorlese. Ich erinnere mich. Quick, take off your Akasha terminal. Schnell, lass uns zur Dunya-Saat gehen. Was ich gesagt habe. Geht zu dem Ort. Was ich gesagt habe, dass diese Genshin-Sequenzen immer geil sind. Und dass es schon ziemlich reinhaut. Geht zu dem Ort. Catherine und Dunya-Saat. Well done, Traveler and Paimon. Was? And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zero's festival for me. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, don't scare us like that! Dunya-Saat. Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream, and I saw Nilou performing the dance of Sub-Zeros. Ihr verarscht mich jetzt, das ist jetzt einfach so fertig. Was ist denn jetzt los? Ich meine, klar, hier geht's wahrscheinlich weiter, aber... Was ist das für ein Ende? Was ist das für ein Kapitelende? Jetzt mal ernsthaft. Ich hab den Tanz gesehen, Ende. Achso, ja, und Klaus, schön, dass dir Spaß macht hier. Kenn ich diesen Tanz-Anime? Boah, ich glaube, ich habe auch mal einen gesehen, aber keine Ahnung. Aber was war das für ein Ende? Weißt du, die kommen hin, oh, gut, dass du wieder da bist und so. Ey, ich habe den Tanz gesehen, Ende. Und warum zur Hölle ist Catherine eigentlich? Ist die übernommen worden oder ist sie nur verkleidet? Sub-Zero's festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about by the Traveler's favorite bench? Es kann nie genug Catherines geben, hä? Kann ich mit dir reden? Oh ja. What's going on? Why are you two so excited to see me? Hasn't it only been a night? It's actually been much longer than that. Oh? Strange. Was I really asleep that long? No wonder I have such a headache. Boah, aber was für Ärsche, ey. Ich dachte halt wirklich, dass sie draufgegangen ist. Ich meine, klar, die Nahida hat ja nur gesagt, dass das Ding ist. Dass sie so schwach ist, dass sie nicht in dem Traum bleiben konnte. Ja, aber das hat einen schon... Also ich meine... Ich bin ja schon gespoilert worden, aber... Das hat schon ein bisschen reingezogen, ey. Und dann verarscht sie einen wieder bloß. Was für Säcke, ey. Aber ich bin froh drüber. Ich lasse mich bei sowas immer gern verarschen. Weil dann weiß ich, dass sie doch da sind. Wie fucking gestern in Xenoblade. Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the Traveler had described. Kannst du aufhören, bitte diese Stimme zu haben? Die macht mich fertig. Among the countless dreams,
I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. But it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. Hattest du schon immer ein Schlüsselloch hinten? Das Lustigste an der ganzen Sache ist ja eigentlich das, ne? Allmählich konnte ich es kaum noch aushalten, aber zum Glück durchbrach die rechtzeitig das Samsara rechtzeitig. Ja, wir haben uns halt vorher noch einen Tanz angeschaut, ne? Weil ich meine, wir haben Zeit, das passt schon. Als ob jemand dabei drauf geht. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. Not a moment too soon. Es ist ein Wunder. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. Warum siehst du wie Catherine aus? To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Katherins' consciousness. How did you do that? Poor Katherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. Boah. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. Warte, was? Und ich bin sowohl den niederen als auch das erste Akasha-Kontrollgerät. Sie ist ein verdammter Sie ist ein verdammter Roboter. Hä? Mach doch weiter. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Warte, was? Catherine ist eine Puppe aus Snezhnaya? Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? Warte. Die Catherines sind alle Roboterpuppen aus Snezhnaya? Oder bin ich jetzt bescheuert, oder nur die? Ja, gut, aber das erklärt halt eigentlich auch, warum es so viele Catherines gibt, ne? Ha! Vor allem, wie es halt einfach so gedroppt wird, so. Bitteschön, hier für die Info. That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. My existence has little meaning. In meinen Augen bist du eine ausgezeichnete Göttin. Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Everyone who showed up truly loves you.
Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. Die Stimme macht mich fertig, so komisch Catherine so zu hören. Ja, genau, das denke ich mir halt auch. Das pack ich gar nicht. Das hat mich jetzt in den letzten Folgen von Xenoblade Chronicles 2 schon so gestört mit Poppy. Version 1, klein. Version 2, schon ein bisschen größer, geht auch in Ordnung. Version 3, erwachsen, hört sich aber noch wie Version 1 an. Also so kindlich. Das habe ich total fertig gemacht. Was habe ich im Avidia-Wald gesehen, als ich bewusstlos war? At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know! We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from the Scarlet King. The Scarlet King? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? Warte mal, hatte dann Sumeru jetzt im Prinzip schon 3 Archons? Den Roten König, Rukkhadevata und jetzt hat die Kusanali? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Oder war die Wüste ein eigenes Gebiet mit dem eigenen Archon? Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the Academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick. Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevat's. Warum haben die Weißen der Akademie so etwas geplant? Aber man merkt, irgendwas stimmt mit der Akasha nicht. Haben die Weißen der Akademie so etwas geplant? There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the traveler hadn't broken the Sub-Zero Samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But I'll have to be discreet, or they'll see me coming.
Ist die Wüste mit dem neuen Gebiet eingegriffen? Die Wüste kommt an sich noch. Also wahrscheinlich im nächsten Patch vermute ich mal, oder im übernächsten spätestens. Und keiner bemerkt, irgendwas stimmt mit der Kasche nicht? You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sages convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Oh, das ist arschig. Das hört sich fast wie Japan an. Also ich meine so von diesem Einfluss her. Ich meine, man geht ja lieber nochmal abends was saufen, weil wenn man zu früh heimkommt, schaut es ja aus, wie wenn du zu wenig arbeitest. Wer weiß, was die Nachbarn denken. Ich kann ja weiter nicht fragen. I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Ja, sie muss sich ausruhen, damit wir so später ziehen können irgendwann. And you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sub-Zero Samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. Wie es halt einfach ausgesprochen wird. Ja, wir müssen uns... Wie das halt fucking Puppen sind aus Schlesseneier. Das macht mich gerade fertig. Ja, ich denke mal schon, dass die Wüste im nächsten Patch kommt, weil ich denke mal, der Wüstenboy kommt ja im nächsten Patch, oder? Wobei, das ist glaube ich noch gar nicht bestätigt. Sieht auch so ein Schlüssel hinten. Wie das halt alles fucking Puppen sind, Alter, das macht mich gerade fertig. Ich dachte, das ist eine große Familie oder so. Okay, diese diese Anime-Serie mag ich, diese Kingdom of Magic. Mag ich solche Wüstengebiete am meisten. Naja, ich mag halt persönlich, also dieses so Ägypten-Setting mag ich sowieso immer. Gern aber, bla bla bla. Hol die fertige Bestellung. Achso. Weil so... Und noch eine, die... Achso, ja, die eine, die... Scheiße, wie wird die heißen? K irgendwas. Cadence oder irgendwie so? Auf jeden Fall die mit dem Schild. Oder Candace oder Candance. Ach, keine Ahnung, wie die alte ausgesprochen wird. Warte, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ist schon das Richtige, oder? Ja, Morgenröte.
Vermutlich. Ich mag den Namen aber irgendwie gar nicht. Ja, er soll exotisch klingen. Candace. Candace. Candax? Werden wir erst rausfinden, wenn sie da ist. Wie sie ausgesprochen wird, wenn sie in der Story vorkommt. Hier, deine Bestellung. Auf jeden Fall interessiert mich Nilo. Zino oder so, keine Ahnung. Klingt das eher modern? Echt? Keine Ahnung, für mich klingt es halt wie ein ausländischer Name einfach. Wobei mich interessieren würde, ob es diesen Namen so gibt. Name. Kandake. Nee, Kandaku ist es das nicht, nee. Keine Ahnung, dazu finde ich jetzt irgendwie nichts. Ah, ja, mir fehlt das N fehlt deswegen. Kandake, Herkunft und Bedeutung. Vornamen.com. Bedeutung die Zuckersüße. Ist ein Name der langen Erblinie äthiopischer Königin. In einer dieser Königinnen wird in der Bibel erwähnt. Heute ist der von Königin abgeleitete Name Candace sehr viel häufiger. Also er ist nicht wirklich modern, wenn der schon in der Bibel vorkommt. Aber ich weiß, was du mit wirken meinst. Aber da merkt man mal, aus wie vielen verschiedenen Kulturen das Sumero-Zeug besteht. Ich meine, dieses Ägyptisch, Äthiopisch. Ich glaube, Persisch habe ich schon mal irgendwen sagen hören, dass da irgendein Name aus Persien kommt oder so. Ich würde sie, denke ich, Kadas aussprechen. Das zweite A langziehen. Können wir das denn nachschauen? Aussprache. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Also die sprechen es alle so aus, wie ich gesagt habe, Candace. Wie man Candace auf Englisch ausspricht. Candace. 7 Ergebnisse für die Aussprache. Ist bloß die Frage, weil das halt Englisch ausgesprochen ist, ne? Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Also die sagen irgendwie alle Candace. Cool, wie ich es richtig ausgesprochen habe. Freut mich. Ist auch eines der Sachen, was mir im Japanischen immer geholfen hat, dass ich sowas schnell gesehen habe. Aber wahrscheinlich wird es dann trotzdem anders ausgesprochen, weil es äthiopisch ist. Und ich freue mich gerade umsonst. Warum mache ich eigentlich gerade die ganzen Dailies? Ja, damit ich sie mal weg habe. So werde ich es auch sagen. Ja, wir können es halt so lange so sagen, bis die im Spiel uns was anderes beweisen.
Access denied. Ja, wie gesagt, irgendwie fühlt es sich für mich gerade auch zu einfach an, das auszusprechen. Weil der wirkt so schwierig. Der Name. No touching. Inazuma shines eternal. There is no escape. Oh. Schon vorbei. Clear skies can do nothing. Add Astra. Thank you for. Ups, Entschuldigung, Castle. Aber du bist nur eine Puppe, du kannst dann wieder gewartet werden. Das Coole war ja, ich habe den Namen einfach leicht überflogen und habe den halt dann so ausgesprochen und dann, wie ich ihn dann richtig gelesen habe, denke ich glaube nicht, dass das stimmt. Und es scheint, da stimmt's doch. Okay, jetzt können wir mal hier in so mehr und mal mehr machen. Das hat mich ganz gestört, dass bloß die halbe Karte aufgedeckt ist. Errungenschaft. Erwache aus dem Samsara des Observers. Der morgens 1000 Rosen erwachen. Okay. Aufträge. Kinder von Vimara. Eine Frau namens Rana scheint eine Waldhütermeisterin von Sumeru zu sein. Ach, das ist eine gewesen, ne? Ah, jetzt kann ich den Legendenauftrag aufmachen. Da war ja nichts mehr. Ah, stimmt, ich habe ja das von Heiso noch gar nicht gemacht, ne? Wir haben noch nichts mit ihm zu tun gehabt. Oh Gott, diese Quest ist so ewig. Das von die Kinder von Vimara? Achso, das ist wahrscheinlich mit dem Ding, ne? Verschmähte Holzfigur. Das machen wir. Die Endlos-Quest mit den Aranas. Ja, aber jetzt machen wir erstmal das mit der... mit der Collet. Da, Aktion. Feißversuch. Was ist das schon wieder? Da ist nochmal was? Alter, wie viele fucking Quests sind denn hier? 10 Tage? 17 Tage? Probelauf, von dem habe ich gemacht, von dem habe ich aufgemacht, um das Zeug einzukassieren, von dem habe ich auch gemacht, der Rest ist mir egal. Ab heute. Alter, die schmeißen mich momentan mit Aktionen zu, ey.